Schutzbrille auf, Review-Zeit, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute geht es um dieses Schmuckstück hier. Eines Deteco als Airsoft-Nachbau. Gas Blowback aus dem Hause EMG mit voller Lizenz. Das heißt, wir haben hier alle Markings an Bord. Alles sehr, sehr authentisch. Und das Schießen macht auch mega Spaß. Ich bin gespannt, was ihr nach dem Review für Kommentare hinterlässt. Ich muss jedenfalls sagen, ich bin mega begeistert. Und jetzt genug gesprochen. Intro ab und lasst die Deteco Detecken. Intro ist durch, da bin ich wieder. Ja, heute geht es um dieses Schmuckstück hier. Eine Staccato aus dem Hause EMG bzw. Army Armament stellt diese Schmuckstücke hierher. EMG hat die Lizenz verpasst, sodass wir hier alle Markings und eine authentische Replik von diesen Kult-Staccato-Waffen in den Händen halten. Ein großer Dank geht hier raus an die Firma Airsoft Helden. Dickes Herz dafür, denn die haben mir vor ein paar Wochen ja nicht nur eine, sondern ihr seht 5 von diesen Staccatos geschickt in unterschiedlichen Varianten. Das, was ich hier auf dem Tisch habe, ist aber noch überhaupt nicht alles. Es gibt noch viel mehr. Angefangen von der CS, das ist die kürzeste und kompakteste Variante. Dann gibt es die C2, das ist die kurze, man kann sagen High Capper 4.3. Dann gibt es die P-Variante, das ist die 5.1er. Dann gibt es auch noch mal eine XL, das ist eine 6 Zoll Variante. Und da auch noch mal unterschieden in mit Kompensator, ohne Kompensator, mit Laufgewinde oder ohne Laufgewinde. Und dann auch noch mal unterschieden in den Farbtönen. Es gibt sogar noch eine Tan-Variante. Das ist aber hier in Deutschland nur die C2. Ja, und dann gibt es auch noch einen Unterschied in der Variante Standard und einmal Pro Edition. Die Pro Edition ist nochmal abgegradet mit einem speziellen Gasrouter, Gummi, ein Hop-Up-Bucking und ein Piston-Head. Die wurden auch nochmal verbessert im Gegensatz zu den Standard. Und wir haben hier auch ein absolut fantastisches Hand-Stippling des Griffes, aber darauf komme ich später. Von den Preisen hier haben wir natürlich dann dadurch auch eine riesige Variante von 160 € als Start bis 220 zum super Endprodukt. Und wer da noch mehr Geld ausgeben will, die Airsoft-Helden sind so verrückt, da gibt es sogar noch eine Filex Special Custom Edition mit einer Cerakote-Beschichtung, auch noch mit Optik, mit Lampendummy. Also ihr könnt da ordentlich ausgeben, wenn ihr Bock drauf habt. Geht auf jeden Fall mal unten auf den Produktlink, den ich euch in die Beschreibung gepackt habe. Da könnt ihr euch so erstmal richtig austoben, wenn ihr nachher sagt, so ein Teil brauche ich. Schauen wir uns den Lieferumfang mal etwas genauer an. Jede Variante wird hier in diesem weißen Karton geliefert mit dem Staccato-Logo und dem 2011er Zeichen drauf. Dazu gibt es dann noch eine bebilderte Kurzanleitung, wie man mit Airsoft-Waffen umzugehen hat und was man tunlichst vermeiden sollte. Dann gibt es eine offizielle Lizenzkarte, die euch zeigt, dass ihr hier ein Lizenzprodukt in der Hand haltet. Auf der Rückseite auch nochmal ein QR-Code. Wenn ihr den scannt, bekommt ihr noch mehr Informationen zur Waffe, zum Beispiel auch Ersatzteile. Dann gibt es hier was ganz Kleines. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist hier eine Abdeckkappe für den Magazinboden. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese drauf machen und dem Magazinboden noch ein Lizenzteilchen hinzufügen, nämlich noch diesen 2011er Stern. Ja, und dann für alle Staccatos, die eine Montage-Ready-Platte oben drauf haben, gibt es hier auch noch mal diese Platte hier mit einer Kimme. Da könnt ihr die Platte abmachen und dafür dieses Visier drauf machen. Dann habt ihr sozusagen eine Standardvisierung, wenn ihr nicht Montageplatten benutzen möchtet. Bevor wir hier mit der Airsoft weitermachen, denke ich mal, ist ein perfekter Zeitpunkt gekommen, euch ein paar Real Steel Facts mit auf den Weg zu geben, damit ihr auch versteht, warum ich so begeistert und fasziniert von dieser Airsoft-Replik bin. Angefangen hat alles 1987 mit dem Waffenschmied Virgil Tripp. Der gründete die Firma Tripp Research, die dann 1993 umbenannt wurde in die Firma Strayer Tripp International,
kurz SDI International. Das Unternehmen ist bekannt für die Herstellung von hochwertigen modularen 2011er Pistolen. 2011 heißt, wir haben hier im Gegensatz zu 1911 ein Double-Stack-Magazin, also statt 8 plus 1 an Patronen im Lauf haben wir hier 14 plus 1, je nachdem welches Kaliber verwendet wird. Es gibt sie in 9 mm, 45 ACP, 40 Smith & Wesson und das Besondere ist, SDI International hat das Prinzip eines Double Stack 1911ers so weit aufgebaut, dass sie, ja, man kann sagen, der Pionier in der Entwicklung von modularen 2011er Systemen waren, denn SDI hat die Waffe so aufgebaut, dass sie sozusagen dreiteilig ist. Wir haben einmal den Verschluss mit dem Lauf als ein Teil, dann die Einheit mit dem Abzug und den Hammer und der dritte Teil ist hier dieses Griffstück. Und das ist halt modular. Man kann sich sozusagen seine Wettkampfwaffe so zusammensetzen, wie es für einen am besten passt. Von daher war SDI International ja gerade bei Sportschützen im Bereich Competition, IPSC ja ein Must-Have. Die Preise waren sehr hoch, aber dafür war die Qualität auch besonders hoch und auch der Support, wenn man mal irgendwie Probleme hatte, das Ganze wurde ohne groß Zucken umgesetzt, sodass die Zufriedenheit der Schützen immer gegeben war. Ja, dann kam es so ein bisschen zum Straucheln, was die Umsatzzahlen anging und weil SDI ja immer mehr als ein Nischenprodukt zu sehen war, auch was die Verkaufspreise angab. Das waren nämlich sehr, sehr teure Produkte. Und um denen etwas entgegenzuwirken, nannte man 2020 die Firma um in Staccato und ging richtig raus, auch was das Marketing anging. Die Waffen wurden umgebaut, ein bisschen moderner konzipiert, sodass sie auch gerade für die USA sehr, sehr spannend war für das verdeckte Tragen. Das EDC, das ist ja in Amerika kein Problem. Und auch man ging Richtung Behörde und Sicherheitskräfte und das Ganze ging dann auch auf. Man kann sagen, Staccato ist ein absolutes Kultobjekt geworden und das weiß die Firma Staccato auch marketingtechnisch so umzusetzen, sodass jede neue Waffe, die von Staccato rauskommt, absolut gehypt wird. Ja, und der Hype hat jetzt auch die Airsoft-Welt erreicht, dank EMG bzw. E-Vike, denn die haben mit der Firma Staccato einen Vertrag abgeschlossen über Lizenzprodukte im Airsoft-Bereich und die Firma Army Armament wurde beauftragt, perfekte Nachbauten zu produzieren und die sind ja auch schon bekannt für die ganzen, ich sag mal, Sand Viper, Pit Viper, Combat Master Nachbauten, die wirklich absolut hochwertig gebaut sind. Ja, aber heute geht es nicht um Combat Master und Pit Viper, Sand Viper. Heute geht es um die Staccatos und ich denke mal, jetzt steigen wir tief ein und fangen wir zunächst erstmal mit dem Wichtigsten bei mir an und das sind die Markings. Ja, fangen wir mit der linken Seite an. Da haben wir einmal in der Patronenkammer eingeprägt 9x19 das Kaliber. Dann am Griffstück haben wir groß und tief Staccato, das 2011er Sternchen und daneben entweder C2, wenn ihr eine C2 habt, XL für XL oder P für die P-Variante. Dann haben wir tief eingeprägt eine Seriennummer, das ist keine individuelle, die ist immer gleich. Jedoch unterscheidet die sich immer nachdem, welche Variante ihr gekauft habt. Was alle gleich haben, das ist die amerikanische Flagge hier am Griff. Dann haben wir schön groß am Griff hier den 2011er Stern. Haben wir hier auch noch mal ganz tief Staccato, Georgetown, Texas, USA. Haben wir hier von den Airsoft-Helden einmal das Logo, die PTB-Nummer, die Bezeichnung 2011, Kaliber 6 mm, das F im Fünfeck und hier auch nochmal eine individuelle Seriennummer. Ja, drehen wir die Airsoft mal auf die andere Seite. Da haben wir nochmal am Griffstück nochmal 2011er, das Logo mit dem Stern. Dann haben wir am Jet Funnel, je nachdem welche Version ihr kauft, auch mal das 2011er mit dem Sternchen oder manchmal auch nicht.
Dann am Magazinboden, da seht ihr hier das Einlassventil. Wenn ihr da jetzt die Kappe rauf macht, die im Lieferumfang enthalten ist, habt ihr hier auch nochmal das 2011er Sternchen mit dabei. Kommen wir zum Thema Visierung. Die Staccato XL hat hier eine Standard-Mikrovisierung. Hier hinten könnt ihr euch mit der Schraube auch fein justieren. Im vorderen Bereich haben wir die Fiberoptik flach angelegt. Die meisten Staccatos, die ihr kauft, sind Optic-ready. Das heißt, wir haben hier am Verschluss eine Montageplatte. Schauen wir uns mal die Platte etwas genauer an. Da haben wir zwei verschiedene Bohrungen. Als Schrauben müsst ihr immer M3-Schrauben verwenden. Wir haben hier eine Bohrung für RMR-Optiken und einmal auch für RMSC-Optiken. Das sind die ganz kleinen und kompakten Rotpunktvisiere. So eins habe ich zum Beispiel hier mal auf die P-Variante montiert. Das ist hier ein O-Sight SE. Wie gesagt, RMSC-Plattform. Schön klein und kompakt, finde ich, macht sich hier auf der Staccato auch absolut perfekt. Und ihr könnt auch sehen, ich halte es mal so in die Kamera rein. Ich hoffe, ich halte es so, dass man das auch sehen kann. Ansonsten liefere ich das Bild nochmal nach. Ihr könnt dank der hohen Visierung hier auch ohne Probleme durch das Rotpunkt zielen. Ja, kommen wir zur Verarbeitungsqualität und den verwendeten Materialien. Ich hatte euch am Anfang gesagt, es gibt jeweils eine Standard- und eine Pro-Variante. Hier die C2-Kompensator ist jetzt zum Beispiel eine Standardvariante. Optisch erkennt man das sofort an dem Handgriff hier. Wenn ihr hier mal schaut, haben wir hier trotz eine Texturierung mit an Bord. Auch sehr, sehr fein gemacht. Auch hier, sieht man den Stern sehr schön. Die Pro-Variante hat dagegen, ich halte jetzt hier mal die XL rein, ein Handstippling. Das heißt, hier mit einem Lötkolben wurde hier der Griff bearbeitet, sodass er so eine richtige Sandpapierartige Textur hat. Und das macht sich beim Anfassen auch sofort bemerkbar. Die Hand sitzt hier richtig fest drin. Und auch wenn ihr jetzt schwitzen solltet, die Airsoft bleibt immer fest in eurer Hand. Und ich finde auch rein optisch ist das eine perfekte Aufwertung hier. Und da würde ich auch schon gleich immer zur Pro-Variante tendieren. Die Pro-Variante hat auch noch den Vorteil, dass die Internals auch nochmal aufgewertet worden sind. Und zwar sind hier alle Internals aus Stahl gefertigt. Da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass hier nichts so schnell kaputt geht. Wie der Hammer, der Valve-Knocker, der Disconnector, Magazinlöseknopf, das Ganze ist hier alles aus Stahl gefertigt, was ihr hier bei der Standardvariante nur aus Aluminium habt. Dann wurde auch das ganze Abdichtungssystem auch nochmal aufgewertet. Und zwar haben wir hier am Gasrouter eine andere Gummidichtung drin. Pistonhead hat eine andere Dichtung und auch nochmal ein anderes Hop-Up-Gummi, sodass ihr auch eine bessere Präzision beim Schießen habt. Kommen wir nochmal zum Thema Verarbeitungsqualität. Und hier gibt es große, große Unterschiede. Und da geht es nicht darum, ob ihr hier eine Standardvariante oder eine Pro-Variante kauft, denn die Verarbeitungsqualität unterscheidet sich massiv. Besonders ist mir das aufgefallen beim Abzugsverhalten bzw. Abzugsgewicht. Es gibt manche Staccatos, wie zum Beispiel hier die XL oder die P-Kompensator, die haben ein butterweiches Abzugsverhalten. Ja, ich mache das mal. Hier knarzt nichts, hier knackt nichts. Richtig schön, schön weich beim Abdrücken. Und auch um den Resetpunkt zu finden, ist das richtig toll. Und dann gibt es welche, da muss man richtig pressen und da spürt man richtig, wie das kratzt und hakelt. Und da gibt es halt große Varianten von einem Abzugsgewicht wie hier von 1,1 Kilo bis hier bei der Variante hier, das ist die C2, kommt mit 2,8 und das Ding hier geht über 3 Kilo. Und das zeige ich euch mal. Ich fange jetzt zunächst erstmal an mit der XL. Ich habe hier wirklich eine Abzugswaage, damit ich euch das mal zeigen kann. Fangen wir erstmal mit der XL an. Ja, ich hoffe, ihr könnt es sehen. 1,1. Und jetzt machen wir mal hier die hier. Das ist jetzt die C2-Kompensator.
Da muss ich schon mehr Druck aufsetzen. 2,9. Ich mache es nochmal. 2,85. So, und jetzt hier der absolute Hammer. Das ist jetzt hier die P2. Da muss ich richtig drücken. Da komme ich auf 3,3 Kilo. Ich mache es nochmal. ,2 Kilo. Also ihr merkt, es ist eigentlich überall das gleiche System, aber halt unterschiedlich verbaut. Und von daher muss ich euch sagen, wenn ihr die Airsoft kauft, normalerweise muss sie einen butterweichen Abzug haben von ca. 1,1 Kilo. Sollte das nicht so sein und ihr seid technisch begabt, könnt ihr diese ganze Abzugseinheit natürlich auch bearbeiten. Aber ich denke mal, man gibt schon eine ganze Menge Geld für solche Airsoft-Produkte aus und da kann man schon verlangen, dass das hier funktioniert. Ich denke mal, die Airsoft-Helden werden das auch verstehen. Solltet ihr so ein Produkt haben, was über 3 Kilo Abzugsgewicht hat, da kann definitiv was nicht stimmen, dann habt ihr hier eine Garantie und dann meldet euch einfach bei den Airsoft-Helden. Ja, kommen wir zu den technischen Daten. Da wir hier unterschiedliche Varianten von der Staccato haben, blende ich euch einfach mal zu denen, die ich hier habe, alle Daten hier auf diesen Bildschirm ein und erzähle noch ein bisschen was über die Gaseffizienz. Und da nehmen sich die Pistolen nicht sehr viel, egal ob ihr die Pro- oder die Standard-Variante habt. Ich habe es geschafft, bis zu 70 bis maximal 85 Schuss mit einer Gasfüllung rauszuschießen. Ist eigentlich eine richtig gute Leistung. Also man kann sagen zwischen 3 oder 4 Magazinen. Ja, und dann habe ich natürlich auch für euch einen Schusstest gemacht auf 10 Meter. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, kommen wir zum Schusstest. Ich schieße jetzt mit 0,2 Gramm Bio-BBs auf 10 Meter. Zunächst erstmal 10 Schuss. Standby. Go. 7. 7. 9. 8. 6. 7. 5. 5. 5. 6. Completed. Okay, gar nicht mal so schlecht. Jetzt mache ich noch mal eine Serie und ja, schieß mal so schnell es geht. Standby. Go. 6, 6, 3, 3, 3, 2, 4, 3, 2, 5. Completed. Ja, alle ziemlich hoch, aber die Gruppe ist gar nicht mal schlecht bei dieser kleinen Scheibe. Kommen wir zu den Pro und Kontras. Heute die Staccato von der Firma EMG bzw. Army Armament. Fangen wir erstmal mit dem ersten Pro-Punkt an. Und da muss ich sagen, ich bedanke mich an die Firma EMG bzw. E-Vike, dass sie den Kultstatus rund um die Staccacos mit rübergebracht haben zu uns Airsoftern. Ja, und dann auch noch mit einer breiten Palette. Ihr könnt wählen von der kleinen CS bis zur großen XL, abgestuft, ob mit Kompensator, ohne Kompensator, mit Laufgewinde, ohne Laufgewinde, in Standard, in Pro, das heißt also mit Handstippling, ohne Handstippling, ob ihr Stahlenturnels wollt oder keine Stahlenturnels wollt, in welcher Farbkombination, mit Tannen, ohne Tannen. Das ist alles sofort für euch verfügbar. Und der zweite Punkt, den ich gleich mit eingeben muss, wie beim Original ist dieses System modular aufgebaut. Das heißt, ihr könnt eure bereits vorhandene Staccato auch abändern. Ihr könnt euch ein anderes Griffstück holen, ein Tannengriffstück, ein langes, wenn ihr zum Beispiel eine kurze C2 habt, könnt ihr euch ein langes Griffstück holen und dazu auch passend ein langes Magazin. Oder ihr könnt den Verschluss ändern in groß und klein. Das ist alles gar kein Problem. Und wir haben hier von Hause aus, wie auch beim Original, die Airsoft hier Optik ready mit einer Platte. Ihr könnt euch RMR-Optiken drauf machen, RMSC-Optiken drauf machen.
Und ihr habt es gesehen, es gibt auch Varianten hier, wie hier die XL mit einem klassischen Mikrovisier. Also für wen das was ist, alles kein Problem und das feiere ich total ab. Ja, nächster Pluspunkt, ja, Lizenzprodukt. Wir haben hier alle Markings an Bord und das feiere ich persönlich als Sammler ja richtig ab. Nächster Pro-Punkt und den würde ich splitten und das ist die Verarbeitungsqualität. Die Beschichtung ist gut, der Schlitten in der Führung, alles perfekt, läuft richtig schön smooth das Ganze. Und da gebe ich auf jeden Fall einen Pro-Punkt. Auch apropos Pro-Punkt, das Handstippling, ja, diese Lötpunkte setzt an dem Griff, das ist wirklich richtig schön gemacht. Die Airsoft fässt sich dadurch absolut perfekt an. Und was ich als nächsten Pro-Punkt noch gebe, ihr habt die Möglichkeit, eine Standard- oder eine Pro-Variante zu kaufen und da vielleicht noch ein bisschen Geld zu sparen. Ich empfehle euch aber, da kommen wir nachher zum Fazit zu, holt euch die Pro-Variante. Ja, da habt ihr eigentlich alles an Bord und ihr macht da nichts falsch. Ja, Neutralpunkte habe ich eigentlich keine. Ich habe eher einen Negativpunkt. Und da kommen wir wieder zur Verarbeitungsqualität. Und da, was die Internals angeht, wie passgenau die einzelne, ja, der Abzug, der Hammer, die ganze Mechanik ineinander greift, das ist wirklich von Airsoft zu Airsoft unterschiedlich, obwohl intern das gleiche System aufgebaut ist. Ob ihr nun Standard oder Pro habt, könnt ihr Pech haben. Ich habe euch das ja gesagt, wir haben im optimalsten Fall ein Abzugsgewicht von 1,1 Kilo. Da läuft der Abzug butterweich, der Resetpunkt ist butterweich, da hakelt, da knarzt nichts. Und ihr könnt euch Pech haben und ein Modell erwischen mit einem Abzugsgewicht von über 3 Kilo, wo es richtig hakt und kratzt, auch beim Resetpunkt. Und da muss auf jeden Fall EMG nachbessern, damit die Qualität stimmt. Das gleiche auch für den Kompensator. Manchmal ist der Kompensator richtig schön fest montiert, sodass der nicht wackelt. Und dann gibt es welche, die wackeln wie Espenlaub und da passt das ganze System nicht. Wir geben hier Geld aus und da kann man auch erwarten, dass ja durchgehend die gleiche Qualität geliefert wird. Ja, das ist mein Negativpunkt. Und ich würde sagen, sind wir soweit durch, machen wir ein Fazit und eine Kaufempfehlung. Ich habe hier meine beiden Favoriten rausgesucht. Diese würde ich am liebsten behalten. Das heißt, ich muss dringend mit den Airsoft-Helden in Kontakt treten und darum, ja, mal sehen, vielleicht kriege ich einen guten Preis. Mal sehen, ebenfalls, beide wären genial. Eine davon, dann wird es schon wieder schwer, weil ich feiere beide richtig ab. Einmal die XL, hier mit den schönen langen Lauf und der Mikrovisierung, einfach schön klassisch. Oder halt hier diese taktische P mit der Optikplatte drauf. Hier seht ihr hier mit dem SE-O-Sight. Absolut schön und natürlich Pro-Variante mit den Handstippling. Diese beiden feiere ich total ab. Obwohl, und das habt ihr ja bei den Pro und Kontras gesehen und auch im Laufe des Reviews, die Verarbeitungsqualität ist nicht durchgängig perfekt. Airsoft wird immer teurer. Wir geben hier 160 bis 220 € aus und da kann man schon verlangen, dass das hier smooth läuft. So, von daher, alle, die Stateco abfeiern, so wie ich, Kaufempfehlung geht raus, gute Gaseffizienz, gute Präzision, geile Optik, ja, sieht richtig scharf aus. Und wie gesagt, ich kann mich nicht entscheiden, XL oder hier die P. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Welche ist denn eigentlich eure Favorit? Gar nicht diese beiden oder sind es eher mehr diese hier mit dem Kompensator oder ist es so eine C2 mit Laufgewinde? Lasst das alles mal unten in die Kommentare fließen. Ich bin gespannt, was für euch ja, das Optimalste ist und schreibt auch unten mal in die Kommentare, wie sieht es denn bei euch aus mit dem Abzugsverhalten? Habt ihr auch eher mehr ein leichtgängiges System oder mehr auch so ein schwergängiges System? Haut das alles mal rein. So, das war es von mir gewesen. Bruce BB2K Airsoft Channel. Ich hoffe, auch euch hat das Review hier Spaß gemacht. Bleibt mir nur mein Endspruch. Und mit welcher Pistole mache ich diesen Endspruch? Ich mache das hier mit der XL. Ja. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Bleibt mir bis dahin alle gesund und munter. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder und ich hoffe mal sehen, ob hier noch ein bisschen Gas drin ist, dass ich hier noch ein bisschen Dry Fire machen kann. Mal gucken. Siehst du, habe ich noch den Rest rausgeschossen. Alles klar, macht's gut.